Willkommen zur Nachtsausgabe der Nachrichten von CPD News Network. Heute ist der 19. Jahrestag des Terroranschlags auf die Marskolonie Groves Mill der Takasama Zaibatsu. Obwohl der Anschlag vor 19 Jahren passierte, sind die genauen Umstände des Ereignisses bis heute ungeklärt. Selbst die Regierungsversion eines Terroranschlags ist nicht hundertprozentig sicher. Die Gebäude wurden angegriffen von einer unbekannten Entität, die laut Analysen der Wissenschaftler extraterrestrischen Ursprungs war. Nach diesem Vorfall folgten weitere Vorfälle mit ähnlichen Wesen. Außerdem ähnelt der Anschlag dem Tunguska-Vorfall des 20. Jahrhunderts. Rätselhafterweise schien das Wesen dieselbe DNS wie Menschen aufzuweisen in einigen Proben, die gesammelt werden konnten. Dies kann noch nicht genau erklärt werden, wieso, denn paradoxerweise haben diese Wesen eine fundamental unterschiedliche Gestalt. Ihre wahre Gestalt ist unverständlich durch den menschlichen Geist, genauso wie ihre Intentionen. Sie können überall auftauchen, selbst in geschlossenen Räumen. Selbst wenn sie nichts tun und nur ruhig verharren, strahlen sie eine für Menschen tödliche Menge an elektromagnetischer Strahlung aus. Es ist unbekannt, ob die berichteten Angriffe von mehreren Angreifern ausgeführt wurden, oder ob die Erscheinungen Teile eines einzigen, größeren Wesens waren, was zu großen Teilen nicht sichtbar ist. Es existiert auch keine Möglichkeit, mit den Fremden zu kommunizieren. Dies ist ein weiteres der vielen Rätsel um die Wesen, die nicht geklärt werden konnten. Niemand weiß, ob diese Aliens wirklich feindselig sind oder ob sie ohne es zu merken Schaden anrichten. Trotzdem haben diese Wesen schon einigen Menschen das Leben gekostet. Wegen diesem Töten ihrer menschlichen Brüder und weil dies die einzige sichere Information über sie ist, wurde den Wesen der Name keine gegeben. Es existiert ein mathematischer Algorithmus, Riemann-Szabo-Rosenberg-Algorithmus genannt, der wiederum aus unbekannten Gründen die Aktionen der Keine vorausberechnen kann. Dieser Algorithmus wird von einer speziellen Regierungsorganisation angewendet. Sein Ergebnis, Gnosis genannt, ist der einzige Grund, warum dieser Kampf gegen den Terror nicht noch mehr Opfer gefordert hatte. Vielleicht lernen wir nie, wer die Keine wirklich sind, oder aber die Vollendung dieses Puzzle wird der Menschheit so grauenhafte Wahrheiten über den Kosmos enthüllen, dass sie sich in kollektiven Wahnsinn davor flüchten wird. Egal, was es sein wird, die Keine zeigen uns, dass es neben unserer gewohnten, zivilisierten Welt noch Teile des Universums gibt, die angsteinflößend aber doch real sind, obwohl der Mensch versucht davor zu fliehen in seine artifizielle Realität und Lebensumgebung bestehend aus Beton und Stahl. Trotz unserer Flucht in unsere zivilisierte Maske wird dieser dunkle Teil der Welt weiter existieren. She comes to me when it's dark outside. She never talks, she never smiles. Only her cold lips on my skin. Sometimes I feel as a gun when I am deep inside her. We are flying to the stars, looking for ecstasy. When we find it, supernova. Ich bin heute nach Kyoto gekommen, den Ort meiner Bestimmung. Die geordneten Arbeitsströme, die die Straßen tagsüber beherrschen, sind verschwunden. Und die Stadt ist langsam wieder in den Chaos versunken, das so elementar für die menschliche Natur ist, wie das Streben nach Essen oder Glück. In diesen Stunden ist die totale Freiheit, aber auch die totale Verlassenheit der menschlichen Existenz am deutlichsten. Dieses Chaos
ist auf der einen Seite erschreckend, aber auf der anderen Seite auch sehr anziehend. All das Chaos wird überwacht durch unsere wissenschaftlich kontrollierte Technologie. Ich soll denen helfen, aber warum? Aha, schon wieder ein Kane-Angriff. Beeilt euch mit der Untersuchung, Leute. Vermutlich wird dies nicht der letzte Angriff dieser Art heute werden. Sammelt so viele Proben wie möglich und tätigt alle notwendigen Messungen. Danach brennen wir wie vorschriftsgemäß mit unseren Flammenwerfern alles im Raum nieder. Nicht mal eine kleine Zelle darf hier noch übrig bleiben. Eli, vor noch nicht mal einer Stunde gab es einen weiteren Zwischenfall. Wir denken, wir werden bald kommen. Komm bitte so schnell es geht zum Hauptquartier. Tut mir leid, aber es geht gerade nicht. Ich muss die neue Kandidatin für unsere Abteilung abholen. Die wartet schon seit Stunden. Bist du Karala Yagiyu, die neue Kandidatin für das CFG-Institut? Ja, wir sind dann wohl Hilal. Ja, wir haben uns schon mal kurz gesprochen. Ich bin diejenige, die dich zum Institut bringen und dich in die Arbeitsabläufe am Algorithmus einführen soll. Wir haben leider gerade nicht viel Zeit, weil da irgendwas passiert ist. Okay, ich komme mit. Und? Wie geht es dir so? Eigentlich so relativ gut. Bei diesem Sauwetter da draußen. Bin froh, jetzt im Warmen zu sein. Wenigstens etwas. Freut mich zu hören. Wir sollten uns mal besser kennenlernen, da wir bald zusammenarbeiten. Was magst du gerne? Wie bist du in der Schule? Was sind deine Lieblingsfächer? Ja, ich bin eigentlich gut in der Schule, aber ich will jetzt nicht darüber reden. Okay, sorry. Ich überfordere dich scheinbar ein wenig mit dem Smalltalk. Es muss für dich ja auch eine ziemlich neue Situation sein. Aber du kannst ganz entspannt sein. Wir sind alle deine Freunde. Und noch etwas ganz Wichtiges. Egal was passiert, du musst keine Angst haben. Denn wir sind für dich da. Angst löst keine Probleme. Im Gegenteil. Die Angst ist die Mörderin des Verstandes. Denk daran. Egal was es ist, du kannst immer zu mir kommen. Hilal Samar, was ist eigentlich dieser Algorithmus, den Sie eben erwähnten? Okay, erstmal, lass den Höflichkeitsquatsch. Wir sind Kolleginnen, da kannst du mich auch duzen. Und lass dieses Sammer weg. So wichtig bin ich nicht. Der RSR-Algorithmus ist ein vom deutschen Mathematiker Riemann und seinem Assistenten Szabo und Rosenberg entdeckter psychohistorischer Algorithmus. Aus seinem unbekannten Grund war dieser Algorithmus in der Lage, die Aktivitäten der Kane vorauszuberechnen. Dies funktionierte fürs gut, aber eines Tages kam es zu vielen falschen Vorhersagen durch den Algorithmus. Wissenschaftler untersuchten daraufhin den Algorithmus genauer und stellten fest, dass sein relativer Fehler sehr hoch war. Genauer gesagt, lief er fast an der Grenze der Maschinengenauigkeit der besten Computer. Die Regierung schloss Institute zum Friedrich-Gauss-Institut zusammen, um das Problem zu lösen und die Verteidigung gegen die Kanes zu koordinieren. Szabo wurde zum Leiter der wissenschaftlichen Abteilung ernannt. Bedeutet dieser Algorithmus, der Mensch ist ebenfalls nur eine Maschine, welche durch Mathematik und Logik kontrolliert wird, ohne dass sowas wie ein freier Wille existiert? Solche Ansichten gab es häufig bei großen Denkern. Beispielsweise nahm Turing an, der menschliche Geist sei funktional äquivalent zu einer Maschine mit einem Speicher in Form eines Bandes.
Und das menschliche Denken bestünde aus den Vorgängen, das Band zu bewegen, um einen bestimmten Teil des Bands abzurufen, diesen Teil auszulesen, etwas Neues an diese Stelle zu schreiben, etc. Außerdem, denk an die Cybertechnologie. Es läuft darauf hinaus, dass es wahrscheinlich ist, dass der Mensch eine Art biologische Maschine ist. Die Wissenschaft ist ein Versuch, die Welt in einen lesbaren Code zu übersetzen. Aber vielleicht ist diese Vorstellung der Berechenbarkeit auch nur eine Schutzbehauptung, um ein Gefühl von Sicherheit in einer vollkommen unbeherrschbaren Welt zu bekommen. Ähnlich wie die Lichter dieser Stadt die unheimliche Natur des Menschen überstrahlen können. Was würde passieren, wenn die Illusion zusammenbricht? Entschuldigung, ich muss noch mal kurz in mein Apartment, denn ich habe dort Unterlagen deiner anderen Kollegin, Madoka Michael, vergessen. Kein Problem, ich kann mit Ihnen kommen, Hilal Sama. Karala, über was haben wir uns eben unterhalten? Keine Panik, Karala. Dies ist Kisaria, ein weiblicher Roboter, gebaut von einem Wahnsinnigen. Sie funktioniert nicht. Eine Existenz ohne Essenz, die eigentlich nur darauf wartet, mit der Zeit zu verfallen. Vielleicht aber auch nicht. Ja, okay, ich komme direkt. Du hättest mich dafür nicht anrufen müssen. Ich habe nur was zu Hause vergessen und bin deshalb ein wenig später. Ihr habt die Lage auch ohne mich unter Kontrolle. Karala, wir müssen jetzt los. Ist schon wieder das Computersystem des Autos kaputt? Wie vorausberechnet kam es heute zu Angriffen der Kane. Es waren aber deutlich mehr als erwartet. Dabei wollte ich eigentlich heute einen schönen gemütlichen Feierabend haben. Doch dann kommen irgendwelche radioaktiven Killer-Aliens um die Ecke. Ist ja mal wieder typisch. Dies ist nicht mal unser größtes Problem. 20 Minuten vor dem ersten Angriff brachen die meisten Kommunikationsverbindungen aus der Stadt hinaus zusammen. Wir können also weder Regierung noch Ministerium kontaktieren. Der Kane-Angriff ist in zuständigen Stellen aber durchaus bekannt, was uns vor ein gewaltiges Problem stellt. Wir haben 10 Stunden Zeit, die Kane-Angriffe zu stoppen. Sollten wir das nicht schaffen, werden Dekontaminationsmaßnahmen eingeleitet. Stimmt.
Da wir herausgefunden haben, die Kane lassen sich mit Potassiumhydroxid während einer Erscheinung verlangsamen, habe ich alle Ermittler angewiesen, einige Sprays davon zur Sicherheit mitzutragen. Es kam auch wieder zu Fällen von Halluzinationen und Wahnvorstellungen, ausgelöst durch Kontakte mit den Kane. Es wurden mehrere Personen in städtische psychiatrische Kliniken eingewiesen. Zusammen mit Reika werde ich nochmal den Zentralcomputer checken. Genau wie die Magnetdaten der Kryptomagnetanomalie. Die anderen müssen nochmal die Zeugen verhören. Vielleicht ist doch alles sinnlos, was wir machen. Vielleicht wäre es vernünftiger, statt die Stadt zu opfern. Die Aliens können uns überall angreifen und wir wieder verschwinden. Mit Leichtigkeit. Wir haben gegen so einen Gegner überhaupt keine Chance. Wir werden nicht aufgeben. Wir tun alles in unserer Macht Stehende, um die Stadt diesmal zu retten. Das sind wir den Menschen doch schuldig. Menschen? Die sind mir doch eigentlich egal. Du willst dich doch nur mit der ganzen Sache beweisen, dass du die Planung von Professor Riemann und sein ganzes Projekt zu Ende führen kannst. Dass du nicht zum alten Eisen gehörst. Eigentlich solltest du ja auch schon vor einem Jahr pensioniert werden. Aber du hast deine Beziehungen zu den Großkonzernen spielen lassen, um den Job hier wieder zu bekommen. Es ist so, das größte Glück im Leben ist es einfach, etwas zu tun zu haben. Außerdem musste ich wohl nochmal feststellen, ich habe den Code mit Professor Riemann zusammen erfunden. Wenn einer den reparieren kann, dann ich. Das Ding ist ein Produkt meiner eigenen Hände Arbeit und damit ist eine Erweiterung meines Geistes. Wenn die Regierung das kontrolliert, ist es dasselbe, als würde ich mich der Regierung freiwillig als Sklave verkaufen. Die wollen mein Eigentum, aber die kriegen nicht einmal ein einziges Eins. Wenn ich das nicht vorher will. Ich mache die Arbeit, also bin ich der Boss und nicht die faulen Politiker, die nur die Blaubeeren einstreichen wollen. Tut uns leid, Sie vernehmen zu müssen. Wir sind in Kenntnis über die traumatische Natur der Ereignisse, die Sie erleben mussten. Trotzdem bitten wir höflich um Ihre Mithilfe, nicht nur Ihretwegen. Es ist überall kalt. Ich kann es nicht tun. Ich kann es nicht. Ich will doch nur, dass Sie mich in Ruhe lassen. Sei fertig. Es kommt, die Stimme, ich höre Stimme. Schon wieder. Diese Berechnungen können einfach nicht stimmen. Das kann nicht sein. Es liegt auch wieder an diesem Malkuth-Teil des Algorithmus. Egal was. Wir müssen irgendeinen Weg finden, diese Kreatur zu verjagen oder zu vernichten. Vernichten? Ist dies wirklich richtig? Ich bin mir ehrlich gesagt unsicher. Eigentlich will ich die Stadt retten und diese Wesen sind eine Gefahr, aber woher wissen wir, dass diese Wesen überhaupt feindselig sind? Sie richten zwar unfassbaren Schäden an, aber eigentlich wissen wir doch fast gar nichts über sie. Vielleicht sind sie nur selbst irgendwie verwirrt und verursachen versehentlich diese Zerstörung. Oder die wollen uns sogar helfen, aber wir können es nicht bemerken, da wir sie weder verstehen noch mit ihnen kommunizieren können. Reika, geben Sie mir bitte nicht die Schuld an der Sache. Wir haben es mit einer immensen Gefahr zu tun. Wir müssen verstehen, das Monster. Wieso ist alles, was wir nicht direkt verstehen, gleich ein Monster? Dies ist dieselbe Logik wie die Argumente unserer Regierung. Die nennen die fremden Terroristen und sprechen andauernd von einem Krieg gegen den Terror, in dessen Namen fast mehr Schaden angerichtet wurde, als die Kane jemals verursacht hatten.
Bürgerrechte werden eingeschränkt, angeblich für mehr Sicherheit. Aber was hat dies erbracht? Rein gar nichts. Es ist auch für jeden, der ein wenig klar bei Verstand ist, klar, dass dies nichts bringt gegen die Kane. Mal dieses neue Gesetz an. Um diese Wesen zu bekämpfen, sind wir bereit, ohne Rücksicht auf Verluste Städte niederzubomben und sie auf Jahrzehnte zu Sperrzonen zu deklarieren. Wir zerstören lieber alles, als zu versuchen, mit Fremden zu kommunizieren. Die gefährlichsten Waffen sind nicht Bomben oder Schwerter, nein, sie ist unsere eigene Angst. Unsere eigene Angst vor einer gesichtslosen Bedrohung, die uns jederzeit erwischen kann. Angst kann unser Untergang bedeuten. Vereinzelte Stimmen der Vernunft zeigen keine Wirkung. Angst kann uns in den Abgrund werfen und sie tut dies auch. Nun ja, die Kane töten Menschen und es ist mir relativ egal, ob absichtlich oder nicht. Deshalb sollten wir schon alles einsetzen, was uns bleibt, um uns zu schützen. Ich würde sagen, unsere eigene Arbeit, dieser fruchtbare Baum der menschlichen Erkenntnis, kann uns wahrscheinlich momentan am besten schützen. Das, vor dem man Angst hat, muss man in Zahlen ausdrücken. Dann verschwindet meistens die Angst. Deshalb sollten wir uns erst einmal darauf konzentrieren und eventuell andere Möglichkeiten erstmal ignorieren. Halten mich zwar wahrscheinlich auch nur für eine Erbsenzählerin, die mehr von Logiktabellen versteht als von der Weltpolitik, aber